Ich bin Benjamin Seebrücker und ich leite zusammen mit Ulrike Ludwig die Summer School. Und wir freuen uns auf jeden Fall, dass sehr viele Leute gekommen sind. Wir haben die Summer School organisiert, um vielen Studierenden und auch Promovierenden die Möglichkeit zu geben, zum Thema gesellschaftlicher Vielfalt und Recht und die Wechselwirkung, die beide Sachen mit sich bringen, zu diskutieren, gemeinsam ins Gespräch zu kommen und verschiedene Quellen sich mal genauer anzuschauen und damit am Beispiel zu gucken, wie sich gesellschaftliche Diversität im Recht widerspiegelt und wie vielleicht auch Recht sich auf gesellschaftliche Diversität auswirkt. Ich bin Jonathan Steuer, ich komme aus Freiburg. Meine Bachelorarbeit habe ich zu Kriminalität in Frankfurt geschrieben. Und dementsprechend ist dieser Aspekt des Rechtes und auch der gesellschaftlichen Diversität, also welche Gruppen kommen überhaupt mit Recht in Verbindung, in meinem Fall Strafrecht in der Bachelorarbeit, der war sehr präsent eben in meiner bisherigen Arbeit. Mein Name ist Nadine Rüdiger und ich komme von der Universität Freiburg. Ich muss sagen, ich habe mit dem Recht nicht viel zu tun gehabt bisher. Interessant ist es alle Male. Ich hatte eher viel mehr mit Diversität zu tun und auch Ausdrücken davon. Mein Name ist David Johannes Braun. Ich bin momentan Doktorand beim Matthias Schnettger von der Universität Mainz. Also was ich persönlich vor allen Dingen erhofft habe, ist sozusagen den Begriff Diversität in der frühen Neuzeit ein bisschen mehr mit Inhalt zu füllen und wie man dann diesen Begriff sozusagen, der ja wirklich ein sehr moderner Begriff ist und auch ein sehr modernes Reizthema ist, sozusagen in der frühen Neuzeit als Forschungskonzept benutzen kann. Mein Name ist Linda Kehlert, ich komme von der Uni Münster und studiere jetzt in meinem 2. Mastersemester. Und besonders interessant fand ich die Sachen um das Erbrecht und das Erbrecht um Frauen. Und außerdem ist es für mich auch nochmal interessant, sich diese ganzen Gerichtsakten nochmal genauer einzugucken und bis da ein bisschen tiefer einzutauchen. Das hat man ja sonst nicht unbedingt so, weil es eben auch sehr aufwendig ist und schwierig ist. Und dann ist es natürlich schön, wenn man das in so einer großen Gruppe ein bisschen erleichtert bekommt. Auch die Täufer, weil ich auch damit Kontakte in meinem Studium hatte. Und hier fand ich es vor allen Dingen interessant, wirklich in einen sehr intensiven Diskurs hineinzugehen, eben über eine Gruppe, sag ich mal, die einfach unglaublich schwer zu fassen ist und eben auch unglaublich schwer abzugrenzen ist gegenüber anderen Gruppen. Und diese dann sozusagen unter eben diesem Diversitätsbegriff, sag ich mal, zu diskutieren, zu fassen und eben dann auch sichtbar zu machen, wie eben Devianz in der frühen Neuzeit funktioniert oder eben auch nicht funktioniert, vor allen Dingen eben auch in der Strafverfolgung dann. Gesellschaftliche Diversität in der frühen Neuzeit kann sich auf unterschiedliche Art und Weise zeigen. Wir haben zum Beispiel konfessionelle Unterschiede, religiöse Unterschiede, aber auch natürlich Geschlechterdifferenzen oder die Standesunterschiede, ökonomische Differenzen. Und die grundlegende Frage, die Ausgangsfrage der Summer School war es, inwiefern sich diese Kategorien, die Differenzkategorien innerhalb von Quellen und konkreten Beispielen zeigen, wie sie sich untersuchen lassen und analysieren lassen können. Und ich glaube, das schärft nochmal die Idee, dass dieses Feld Recht und auch Diversität oder auch Kategorien, die wir jetzt immer wieder benannt haben, sehr breit gefächert sind und eigentlich auch mit allen anderen Forschungsbereichen zu tun haben. Und das ist eben der Punkt, wo ich gestern auch so erste Ideen zu einer Quelle äußern konnte oder auch präsentieren konnte, die ich vorher anders genutzt hatte und jetzt nochmal einen neuen Blick auf diese Quelle werfen konnte und die dann hier in diesem Rahmen auch vorstellen konnte. Das war meine Quelle aus meiner Bachelorarbeit tatsächlich, in der es über politische Handlungsspielräume von Frauen, von adligen Frauen in der frühen Neuzeit ging. Und nachdem ich dann dieses Thema der Summer School entdeckt habe oder wusste, dass es überhaupt diese Thematik gibt und dieses Forschungsfeld, ist mir erst einmal aufgefallen, dass diese Art von Kategorisierung und Diversität in diesen Memoiren speziell genannt werden. Und dann ist mir aufgefallen im Zuge jetzt der Vorbereitung der Präsentation, dass diese auch zum Teil instrumentalisiert werden. Das heißt, die Kategorien haben eine bestimmte Funktion und das sind Dinge, die sind mir vorher so gar nicht aufgefallen. Also ich nehme auf jeden Fall einiges an methodischem Rüstzeug nach Hause. Gerade die Frage sozusagen, wie Kategorien gebildet werden, sage ich mal, für uns als Forscher, wo das natürlich etwas ist, womit wir täglich umgehen, wie wir die sozusagen bilden. Gleichzeitig ein Bewusstsein, dass man sehr stark sich auch fragen muss, welche Kategorien findet man in den Quellen wieder und vor allen Dingen man sehr klar unterscheiden muss auch, welche Rolle spielen diese Kategorien in meiner
eigenen Forschungsprojekt, aber welche spielten Sie denn damals wirklich in der im Zeitkontext? Also die Stimmung ist sehr gut, finde ich, um diese produktive Diskussion zu ermöglichen. Also etwas entspannter, als ich am Anfang gedacht habe. Ja, sehr freundlich, wenn man was Falsches sagt, ist auch kein Problem. Und eben jeder ist ganz offen und versucht, seine individuellen Meinungen einzubringen, sodass es eben eine sehr produktive Menge an unterschiedlichen Aspekten zusammen ergibt. Dass es halt so ein schöner, großer Austausch auf jeden Fall auf Augenhöhe ist, das hatte ich so jetzt nicht unbedingt erwartet. Es ist ein wunderbarer Ort, um auch einfach mal sich selbst auszuprobieren, wie man diskutieren kann.